Einhell schlägt Bosch. Und ich weiß ganz genau, mit welcher Erwartungshaltung du jetzt dieses Video guckst. Du wirst dir sagen, ja Sebastian wird die Säge irgendwie doof finden und Bosch richtig toll und dann werden wir schon mal sehen. Nein, du wirst sehen, das wird echt spannend. Das wird ein echt enges Rennen. Denn als wir die Säge ausgepackt haben, haben wir zwar gesagt, ja guck mal hier, Zahnstangenantrieb und so weiter, coole Sache. Dann haben wir uns das Thema Präzision angeguckt und haben gesagt, ach du meine Güte, jetzt wird's eng. Wir haben heute also das Duell Bosch gegen Einhell. GTS 10 XC, der alte Rivale, den es schon einige auf dem Markt gibt, 100-fach gekauft, 100-fach auf Baustellen, gegen den Rivalen Einhell TPCC10T. Was ein genialer Name. Auf jeden Fall haben wir hier Folgendes, und zwar einen Parallelanschlag mit Zahnstangenantrieb bzw. Zahnstangenverstellung, um es richtig zu sagen. Und wir haben noch einige andere Funktionen, die der Bosch hier extrem ähnlich sind. Es könnten einige von euch sagen, warte mal, in der Preisklasse müssten wir es ja eigentlich gegen eine Dewalt-Säge vergleichen. Wir haben aber gesagt ganz bewusst, nein, das tun wir nicht, weil wir haben hier auch einen eingebauten Schiebeschlitten. Ergo, diese Säge erfüllt quasi fast alles oder sogar alles, was diese Säge auch hat, beziehungsweise auch nicht. Und das gucken wir uns in diesem Video an. Lasst uns mit dem Elefanten im Raum anfangen, der Parallelanschlag. Hier bei Bosch, der altbewährte, ich denke mal, ihr kennt ihn alle, habt ihr alle schon mal gesehen. Hier ist es so, wir können nicht garantieren, dass er parallel ist. Punkt. Können wir nicht. Wir müssten nachmessen. Der ist schon wirklich gut im Verhältnis zu vielen, vielen anderen, aber er ist nicht garantiert parallel. Punkt. Bei dem hier ist es anders. Wir haben eine Zahnstange. Hier eine Stange, da eine Stange, Zahnrad. Wir verstellen das parallel von vorn nach hinten. Dadurch haben wir eine garantierte Parallelität. Wir haben es nachgemessen, es ist parallel. Wir haben es wirklich auf 0,1 mm nachgemessen. Es war richtig gut. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Naja, wie gut ist denn die Qualität und so weiter und so fort. Also genau bei dem Punkt ist es wirklich nicht verkehrt. Was wir hier natürlich haben, ist wunderschön dieser, jetzt wird es auch schwierig, schaut mal hier, wunderschön dieser Anschlag, den können wir benutzen und machen und tun, aber zum Thema Qualität, jetzt ist es eingerastet. Ich könnte die Säge daran hochheben. Also das ist eine Sache, das nervt. Und das ist wirklich in jeder Einstellung so. Ja, hier geht's. Hier ist es mir sogar schon wieder zu weich, da rastet es gar nicht. Also das ist, finde ich, nicht schön, das ist nicht die Qualität, die ich gerne hätte. Bei Dewalt ist es zum Beispiel so, da haben wir hier eine kleine Feder. Die haben wir hier eben nicht. Die haben wir einfach nur so ein Stück Kunststoff, durch den du wo du rüberrasten musst. Das ist ein Problem. Anderes Thema hier ist folgendes, wenn wir es verstellen wollen, dann wird es richtig wild. Jetzt müssen wir erstmal das hier so locker hier rauflegen, denn wir müssen dazu das hier verstellen, wir müssen das hier verstellen, dann das hier nach, dann müssen wir das jetzt hier hochklappen und dann das hier so raus. Geht. So, jetzt machen wir aber Folgendes. Wir haben diese Position und wollen das jetzt hier einbauen. Sagen wir hier einbauen. Jetzt müssen wir hier rein. Jetzt müssen wir da rein. So. Da. Jetzt darf das hier nicht da unten sein. Der Schiebestock muss weg, weil der hakt nämlich auch. Und dann... Jetzt geht's. Also du siehst, das macht einfach keinen Spaß. Tipp wäre, es immer in dieser Position zu machen, weil hier habe ich hier unten keinen Tisch. Dann geht es etwas seichter. Aber das hier so komisch einzuhaken, macht wirklich irgendwie nicht so richtig Spaß. Aber es funktioniert. Lass uns jetzt mal über die Maße sprechen. Wir haben jetzt mal die Tische in beiden Fällen ganz ausgefahren und hier ist es so, dass Bosch ganz kleine Nase vorne hat mit 66 zu 62 cm. Das heißt, wir haben hier einen Abstand von nur 62, hier sogar von 66 cm. Ganz wichtig ist aber, wenn wir das hier komplett ausfahren, dann seht ihr hier, fängt es ja an zu wackeln. Und dann ist es so, dass wir, wenn wir das hier rüber messen, dann schauen wir mal, haben wir hier einen Lichtspalt oder nicht. Ergo hängt es runter und die Antwort ist ja, es hängt runter, aber es hängt sowohl bei Einhell runter als auch bei Bosch. Kommen wir zum Spaltkeil und der Schutzabdeckung und da muss man sagen, Einhell hat wirklich aufgeholt. Wir haben hier eine zweigeteilte Schutzabdeckung, richtig gut, wenn man das von hier sich mal anschaut. Wir können das hier hoch tun, einfach rausnehmen. Wir können es auch wirklich sehr einfach hier auch wieder rein, verstauen, fertig. Das ist wirklich gut. Das ist bei Bosch ähnlich. Ja. Hier einen kleinen Tick besser gelöst, weil ich kann genau das hier machen.
kann das hier feststellen, kann das auch einzeln feststellen, je nachdem, wie ich das haben möchte. Manchmal ist das notwendig, beziehungsweise manchmal macht das auch total Sinn, das zu machen. Habe ich bei Einhell nicht. Aber eine deutlich bessere Schutzabdeckung, wie wir es früher hatten, also als wir früher hatten. Wo ich auch sagen muss, Einhell hat hier wirklich seine Hausaufgaben gemacht, ist das Thema Spaltkeil. Denn bei Bosch ist es so, dass wir hier die Abdeckung abmachen müssen das nach vorne ziehen und haben dann einen Hebel. Hier ist es genauso. Hier müssen wir einfach das hier nur lösen, ziehen das jetzt nach oben, haben dann hier auch einen kleinen Hebel, zack, und dann können wir den Spaltkeil in verschiedenen Positionen, ich muss ein bisschen fummeln hier, so, in der Position oder zum Beispiel auch in der Position festmachen, so wie du es eben haben möchtest. Lass uns mal das Thema Höhen- und Winkelverstellung anschauen. Hier bei Bosch ist es so, dass wir diesen Hebel haben, den müssen wir immer in diese Richtung drücken und wenn du das falsch machst, dann klemmst du die Finger. Also immer aufpassen, hier oben so ein bisschen gegendrücken und dann kannst du hier den Winkel verstellen. Das geht sehr einfach. Die Höhenverstellung selbst ist auch wirklich schön einfach und sehr easy zu machen. Das passt. Hier bei Einhell ist es so, dass wir einen kleinen Hebel haben, den wir runterdrücken müssen. Finde ich ein bisschen intuitiver und der hat auch nicht so ganz so hohe Kraft, die ich brauche. Viel interessanter finde ich aber was anderes und zwar die Höhenverstellung. Die ist so sanft und so weich, dass ich das wirklich so mit einem kleinen Finger quasi hier verstellen kann, wo ich schon wieder eigentlich Angst habe, dass es zu leicht ist und sich durch Vibration oder ähnliches von selbst verstellen könnte. Manchmal ist es einfach so, dass es schon zu gut ist. Wir alle kennen die GTS 10 XC als eine Säge, die sehr, sehr viel Schmutz auch drumherum verteilt, im Verhältnis zumindest zu anderen Sägen. Es geht also besser. Und deswegen hatte ich große Hoffnung in die Säge von Einhell, denn wir haben gesägt, 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 gesägt. Und wir haben genau Folgendes gemacht, wir haben 15 Meter Baubohle längs gesägt und zwar mit dem Originalblatt und hier natürlich wunderschön abgesaugt. Und was ist das Ergebnis? Bei Bosch hatten wir einen Restschmutz, den wir drumherum so aufgesammelt haben von 90 Gramm. Bei Einhell hatten wir 85 Gramm. Also es ist kaum besser bei Einhell. Insofern beides Dreckschleudern. Übrigens zum Thema Absaugung ist es bei Tischkreissägen so, dass wir häufig sehr kleine Abschnitte haben. Und was passiert mit denen? Die kommen irgendwie hier runter am Sägeblatt vorbei und landen dann hier unten. Und dann passiert es ganz, ganz häufig, dass sie sich verklemmen und irgendwie nicht rauskommen. Und irgendwann hast du dann da einen Stau. Und hier ist es so, dass wir bei Bosch auch da rankommen, aber wir müssen die Säge nehmen, wir müssen das abschrauben, wir müssen machen und tun. Hier bei Einhell ist es deutlich leichter. Du gehst einfach hier zur Seite, nimmst die Klappe, machst die auf, kannst reingreifen und schon ist der Stau beseitigt. Wir haben übrigens das Thema Drehzahl mal nachgemessen. Bei der Säge ist es so, sie sollte 3200 Umdrehungen haben, hat sogar 80 Umdrehungen mehr, 3280. Bei der hier ist es so, sie sollte 4200 haben, wir konnten aber nur 3900 nachmessen. Ist das ein Problem? Nö, aber sie hat zumindest etwas weniger als angegeben. Lasst uns kurz über das Thema Gewicht sprechen, denn es sind ja Bausägen. Eigentlich sind sie dafür gedacht, um wirklich auf die Baustelle jedes Mal hingetragen zu werden, dort benutzt zu werden und wieder mitgenommen zu werden. Wenn wir es so betrachten, ist das Gewicht sehr relevant, ergo weniger Gewicht ist gut, wenn die Säge immer noch stabil ist und seinen Dienst macht. Denn hier haben wir über 30 Kilo, hier haben wir knapp über 20 Kilo. Das heißt, wir haben hier 10 Kilo eingespart und ich muss sagen, rein von der Stabilität sehe ich hier keinen Nachteil. Kommen wir zum Thema Schiebeschlitten, denn das ist ja sehr einmalig eigentlich in diesem Preissegment und im Markt. Wir haben hier Folgendes, wir haben hier einen kleinen Hebel, den können wir ziehen und dann haben wir hier einen Schiebeschlitten. Das heißt, wir können hier etwas hinlegen und können das dann hier quasi auch kappeln oder entsprechend sägen, je nachdem, wie man es bezeichnet. Das ist eine schöne Sache, kann man hier benutzen, rechts, links, oben, unten, wunderbar. Haben wir eben hier auch. Genau deswegen vergleichen wir auch diese beiden Sägen, weil das wirklich so ein Thema ist, was sie sehr nah aneinander rückt. Hier können wir dasselbe machen. Hier haben wir hier unten drunter so einen kleinen Hebel, der ist hier, zack. Und dann können wir auch das hier nach vorne und hinten schieben. Auch da haben wir einen Anschlag. Zum Anschlag selbst komme ich noch. Aber wir sehen jetzt hier Folgendes. Wenn wir jetzt die Einhellsäge sehen und ganz ausfahren, sehen wir das hier. Das wackelt total. Also wir haben hier einen sehr, sehr großen Wackeldackel. Wie sieht denn das bei Bosch eigentlich aus? Haben wir da eine höhere Stabilität? Wackelt auch. Ich würde sagen, so 50–60% genauso viel. Jetzt könnte man sagen, naja, wackelt es da halt, ja, ist ja gar kein Problem. Nee, es ist ein Problem. Denn wenn wir jetzt Folgendes mal so betrachten. Wir haben jetzt hier unseren
Anschlag, den tun wir jetzt hier rein. Und jetzt haben wir hier unser Stück Holz, das haben wir genau hier dazwischen. Und jetzt wackeln wir hier mal so hin und her, heißt das, wir haben keinen exakten Winkel mehr. Und das ist doof. Wenn wir das Ganze hier einfahren, also richtig ranfahren, dann sehen wir hier fast kein Spiel mehr. Das ist minimal. Das ist minimal, dass man es noch hin und her wackeln kann. Das ist bei Bosch sogar ein bisschen schlimmer. Hier ist es so, wenn das eingefahren ist, ja, man hört es und man sieht es auch, wenn ich jetzt hier drauf gucke. Das heißt also, wir haben hier eher sogar etwas mehr Spiel als dort. Das heißt, dass wenn du einen absolut perfekten rechtwinkligen Schnitt ausführen möchtest, dann ist es mit diesen beiden Schiebeschlitten kaum möglich. Vom Schiebeschlitten kommen wir zum Winkelanschlag. Bei beiden ist es so, der ist im Lieferumfang mit dabei, funktioniert erstmal so grob, aber hier bei Einhell ist es so, dass wir hier Rastpunkte haben. Wir haben so kleine Rasterpunkte, 75 Grad, 60 Grad, 45 Grad und 90 Grad. Das Problem ist, bei 90 Grad sind wir nicht perfekt im Winkel. Ich zeige dir das hier mal. Wir sind ganz leicht raus. Was kann ich jetzt machen? Das ist eigentlich nicht so das große Problem, sondern ich kann hier meinen Winkel ansetzen, dann das Ganze ganz fein noch mal nachjustieren. Das heißt, wir haben ja hier so eine Rastung. Ich muss über die Rastung so ein ganz bisschen rüber, dann festziehen. Funktioniert, gar kein Problem, ist aber lästig. Das heißt, du musst jedes Mal es nachschärfen bzw. nachstellen. Das ist natürlich mit den anderen Winkeln genauso und finde ich so ein bisschen meh. Bei Bosch ist es so, im Auslieferungszustand war er auch nicht im Winkel. Sondern wir waren hier auch ein bisschen daneben, haben aber einen großen Vorteil. Wir haben hier so eine ganz kleine Madenschrauben, die wir nehmen können. Madenschrauben ist ja Quatsch. Wir haben so eine kleine Schrauben, wo wir es einstellen können und damit haben wir ihn perfekt im Winkel und das Ganze jedes Mal wiederholgenau. Wir sind jetzt bei den Unterschieden soweit durch und jetzt stellt sich die Frage, was ist die bessere Säge, beziehungsweise welche Säge würdest du kaufen? Schreib mal unten in die Kommentare, bist du Team Einhell oder Team Bosch? Und lass wirklich deinen Kommentar so beginnen, Team Einhell oder Team Bosch und dann schreib deine Begründung mal unten rein. Und wenn du mich jetzt am Ende fragst, welche Säge wäre mir lieber, Einhell oder Bosch, dann wäre es eindeutig Dewald. Also heute wäre es für mich immer noch die Dewald, denn die Dewald hat das beste Gesamtkonzept. Aber diese Säge hier ist mega gut, ist eine echt gute Säge. Diese Säge hat richtig aufgeholt in der Qualität, in den Funktionen, mit allem drum und dran. Also man kann es nicht sagen, dass das hier Kernschrott ist, ganz im Gegenteil, viel genauer, als wir es gedacht hätten. Aber in der Verarbeitung denke ich mir immer noch so, das könnte noch besser, das könnte noch besser, das könnte noch besser. Aber irgendwo muss der Preis aber auch herkommen. Das muss man ganz klar sagen. Und übrigens ein Hinweis nochmal, in genau der Preisklasse von dieser Säge gibt es auch die kleine Dewald mit exakt denselben Funktionen. Da fehlt nur genau eine einzige Sache und zwar der Schiebeschlitten. Und du machst jetzt mal Folgendes, du schreibst in die Kommentare, bist du Team Bosch oder Team Einhell? Und dahinter vielleicht, was sind deine Beweggründe? Dann können wir uns da nochmal lesen und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.